Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, auszuwandern? Ich wollte euch mitnehmen in einer kleinen Videoserie und euch so ein bisschen erzählen, wie unsere Auswanderung hier nach Norwegen war. Es wird jetzt hier natürlich nicht eine 1:1 Beratung werden, weil jede Auswanderungssituation sehr, sehr individuell ist. Aber ich wollte euch mitnehmen und ein bisschen darüber berichten, wie wir da dran gegangen sind, wie viel Zeit wir ungefähr benötigt haben und so weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt 2 oder 3 Videos werden, aber heute fangen wir mal an und vielleicht habt ihr Spaß und nehmt was davon mit. Los geht's. Zunächst geht es ja erstmal darum, um die Gründe, warum man auswandern möchte. Da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Gründe und für die Menschen, die jetzt, sag ich mal, von ihrem Arbeitgeber in ein anderes Land geschickt werden, für die gestaltet es sich wahrscheinlich am allereinfachsten, weil der Arbeitgeber vieles übernimmt und es dann auch meistens nicht so eine wahnsinnig große Fragestellung ist, weil es vielleicht sowieso auf einen bestimmten Zeitraum von 2 oder 5 Jahren oder einem Jahr begrenzt ist. Für alle die, die aus freien Stücken auswandern, stellen sich natürlich schon ganz andere Fragen. Und jede Auswanderungssituation ist natürlich so individuell wie jeder Mensch oder jede Familie an sich sowieso. Man muss sich natürlich überlegen, mit wem wandert man aus. Also sprich, wenn man Kinder hat, ist es ja nochmal ein bisschen eine andere Sache. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, ist es möglicherweise einfacher, weil die dann direkt in den Kindergarten im neuen Land gehen oder einfach mitgehen und noch nicht selbst irgendwie größere Ansprüche haben an das Außen. Je größer die Kinder sind, umso schwieriger wird es möglicherweise, weil natürlich die Kinder auch ein soziales Umfeld haben in Deutschland, weil sie einen Freundeskreis haben, eine Schulsituation, ein eigenes Leben. Und meines Erachtens muss man eben gucken, ob die Entscheidung eben auch mittragen. Wobei auch klar ist, dass sie nicht alle Parameter dieser Entscheidung überblicken können, aber das können wir als Erwachsene eben in dem Fall meistens auch nicht zu 100%. Also das ist die Sache, dass man eben ins Gespräch geht mit denjenigen, die gehen wollen und mit der Familie. Und ich glaube, man muss ganz genau gucken, also wenn der Partner nicht bereit ist auszuwandern, ist die Frage sicher berechtigt, ob es dann Sinn macht, es zu tun, weil aus meiner Erfahrung und auch aus der Beziehung, die ich lebe, ist es tatsächlich so, dass wenn man jemanden in was reinquatscht oder ihn oder sie in dem Falle, sag ich mal, übergeht oder überstimmt, ist es schon grundsätzlich, glaube ich, kein guter Startpunkt, wenn jemand eben diese Entscheidung nicht zu 100% mittragen möchte. Weil alles das, was kommt, wenn man dann auswandert, ist eine Belastung. Es ist eine Belastung für die Familie, es ist eine Belastung für die Beziehung, es ist eine Belastung für das eigene System. Und unter Belastung wird es natürlich für Beziehungen auch schwierig. Das heißt, da sollte zumindest eine Einstimmigkeit bestehen. Da es eben so unterschiedliche Lebenssituationen gibt und unterschiedliche Auswanderungsvorstellungen, gibt es da natürlich auch keine One-Fits-All-Lösung. Also man sollte natürlich schon mal in dem Land gewesen sein, in das man auswandert, oder man sollte es sich schon mal angeguckt haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass man das ganze Land kennt, aber wenn man jetzt eine Idee hat, wo man hingehen will, sollte man da vielleicht 1-2 Mal schon mal hinfahren, weil ich glaube, dass man zwar auf Bildern im Internet, Häuser oder Landschaften oder so schon was empfinden kann oder sagen kann, ach ja, das gefällt mir total gut, aber das tatsächliche Reinfühlen in die Situation vor Ort ist nochmal was anderes. Also dass man Energien aufnimmt, die dann in diesem Ort sind, wo man hingehen will, dass man sich auch so ein bisschen überlegt, wie ist tatsächlich die Wettersituation, wie fühlt es sich für uns hier an. Das kann man natürlich nicht über ein ganzes Jahr sehen, wenn man dann nur ein paar Mal hinkommt. Da muss man sich dann eben auch Gedanken machen, wie ist es denn tatsächlich dann, wenn wir da hingehen und ein ganzes Jahr da sind. Also beispielsweise hier in Norwegen, für uns ist es halt klar, ja, wir haben einen längeren Winter, das ist ganz eindeutig. Wir sind aber in Südwesten Norwegens, das heißt, wir haben hier ziemlich starke Einwirkungen des Golfstroms. Das bedeutet, dass es hier nicht so viel schneit, nicht ganz so kalt wird, aber dafür sehr viel regnet.
in den Winter- und Herbst- und Frühjahrsmonaten. Und dann ist eben das andere Thema, dass es dann, wenn der Sommer da ist, sehr, sehr lange hell ist, was auch zu einer Belastung führen kann. Also solche Sachen sollte man sich überlegen und schon mal mit ins Kalkül ziehen. Das nächste, was dann natürlich kommt, ist sich zu überlegen, wann passt die Auswanderung zeitlich ganz gut. Also zu gucken, wie bin ich mit einem Mietvertrag in Deutschland gebunden, wie bin ich eventuell, muss ich ein Haus verkaufen, welchen Zeitrahmen setze ich an, wenn ich schulpflichtige Kinder habe, wie passt es am besten, sei mal, mit dem Klassenwechsel beispielsweise nach den Sommerferien auszuwandern oder zum Januar auszuwandern. Also da muss man natürlich auf die individuelle Situation gucken und sich dann irgendwann ein festes Datum setzen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dieses feste Datum setzt, weil sonst schiebt man und schiebt man und schiebt man oder wartet immer auf irgendwelche Faktoren von außen und kommt dann auch nicht so wirklich ins Tun. Was man für eine Vorbereitungszeit für so eine Auswanderung benötigt, ist natürlich auch ziemlich individuell. Also von unserer Seite kann ich sagen, wir haben uns Ende Mai entschieden und sind dann Ende September hier eingezogen. Das heißt Juni, Juli, August, September, wir hatten ungefähr 4 Monate. Das war gut zu schaffen in den 4 Monaten. Dass es nach hinten raus immer stressig wird, egal wie viel Vorbereitungszeit man hat, ist auch klar. Aber diese 4 Monate war ein gutes Zeitfenster. Und bei uns lief es jetzt schon relativ schnell. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, dann ist das natürlich komfortabel. Aber letztendlich müssen bestimmte Sachen am Schluss dann auch zack, zack entschieden und gemacht werden. Da ist es dann egal, wie groß der Vorlauf der Zeit war. Ja, und dann, wenn eben alle die Entscheidung getroffen haben für das Land, wo man hin möchte, und man da auch schon sich um eine Bleibe gekümmert hat. Also sprich, man hat ein Haus schon angeguckt, was man dann mieten kann. Das ist eben so eine Grundsatzempfehlung, wenn man in ein anderes Land geht, dass man zunächst immer erstmal mietet. Ja, weil es kommen dann doch so viele Sachen auf einen zu und man hat die Flexibilität, wenn man mietet, also eine größere Flexibilität, dass man eben auch wieder zurückgehen kann, wenn man möglichst schnell wieder zurückgehen möchte. Ja, wichtig ist auch bei der Entscheidung, dass man sich eine Zeit gibt, dass man beispielsweise sagt, ich gehe jetzt für ein Jahr auf alle Fälle, weil das ist auch ein Thema, man kann relativ schnell an die Position kommen, dass man sagt, ich schmeiße hier alles hin und finde es blöd. Aber wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ein Jahr, committe ich mich hier zu bleiben und dem Ganzen eine Chance zu geben, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so gut läuft, kann es dann eben sein, dass es nach einem halben Jahr sehr gut läuft und auch um alle Jahreszeiten durchzumachen und tatsächlich die Chance zu haben, da tiefer reinzufühlen. Also man sollte sich, denke ich, mindestens 1 bis 2 Jahre geben und für diesen Zeitraum sollte man sich ein Mietobjekt nehmen, weil das oft einfacher ist. Ich meine, hier in Norwegen ist es so, dass man zwar auch ein Haus kaufen könnte, aber es ist trotzdem ein bisschen komplizierter, weil hier ohne diese Identitätsnummer eigentlich gar nichts läuft. Das läuft dann über den Makler und so. Zwar kann man das dann machen, aber ja, also ich würde jedem empfehlen, erstmal zu mieten. Also sprich, wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat, wenn man ein Datum festgelegt hat, wann man gehen möchte, dann stürmt ja einiges auf einen ein. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich hier mir dieses Büchlein genommen habe. Man kann das natürlich auch in der Handy-App machen, in der Notizen-App oder so. Und habe mir erstmal alles Mögliche immer aufgeschrieben, was mir so zwischendrin auch eingefallen ist, an was ich denken müsste. Und was ganz wichtig ist dann auch für den Anfang, ist, dass man erstmal eine Ist-Bestandsaufnahme macht von den Sachen, die man in Deutschland hat. Also das heißt, eine Ist-Bestandsaufnahme auflisten, welche Versicherungen habe ich überhaupt in Deutschland. Also mal genau gucken, wo bin ich, wer ist wo wie versichert, welche Versicherungen habe ich, welche Bankverbindungen habe ich. Also alle diese Sachen, damit man weiß, wo man später die Adresse ändern muss. Und gleichzeitig auch eben auf den Prüfstand stellen muss und gleichzeitig das eben auf den Prüfstand stellen muss, ob man diese Sachen überhaupt mitnehmen kann in das neue Land, also ob man diese Sachen überhaupt mitnehmen kann in das neue Land oder ob man die kündigen muss, welche Kündigungsfristen habe ich und so weiter. Ja, also dass man eigentlich alles, was man
besitzt und gerade auch an Abonnements und all diese Sachen in einer Liste drin hat, dass man da einfach einen klaren Überblick hat, weil das macht es dann nach hinten raus auch einfacher. Selbstverständlich ist das Thema Finanzen auch ein großes Thema, weil es natürlich wichtig ist, dass man sich überlegt, welche finanziellen Mittel habe ich zur Verfügung, um diese Auswanderung zu stemmen. Also was natürlich ganz gut ist, wenn man so ein bisschen finanzielles Polster hat, um die ersten 3 Monate oder 6 Monate sorgenfrei zu überstehen, dass da halt nicht von Anfang an gleich so ein Monsterdruck auf das Gesamtsystem kommt. Aber unabhängig davon bin ich der Meinung, dass jetzt das Geld nicht unbedingt eine Rolle spielen sollte, weil wenn man sich da diesen Traum erfüllen möchte und es ausprobieren möchte, dann sollte man eben Wege suchen, wie das funktioniert. Also man kann auch erstmal mit einem Campervan irgendwo hinreisen oder eben vor Ort irgendwelche Hilfsjobs machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt von der Auswanderung, dass man sein Leben umkrempelt, was wagt, ein Abenteuer eingeht und nicht praktisch in den Strukturen denkt, in denen man sich jetzt sowieso schon befindet. Also man bekommt natürlich jetzt nicht dieses aus einer komplett sicheren Situation rauszugehen, in der man vielleicht in Deutschland ist mit einem Vollzeitjob und fest angestellt und allen Vorteilen davon und so weiter und geht in ein anderes Land, wo es möglicherweise völlig anders läuft und kann da genauso anknüpfen und weitermachen wie in Deutschland. Also das ist, glaube ich, eine Illusion, da sind sich die meisten auch sicher drüber bewusst. Aber es ist natürlich schön, wenn man ein Budget hat, mit dem man erstmal ein paar Wochen wirtschaften kann im neuen Land. Und dazu gehört dann eben auch, die finanzielle Situation auf den Prüfstand zu stellen, zu gucken, was habe ich denn zur Verfügung, was brauche ich vor Ort eventuell, also wie ist mein Budget, weil nur aufgrund dieses Budgets bin ich ja auch in der Lage einzuschätzen, was kann ich überhaupt mieten, zu welchem Preis oder was sind meine Monatskosten, die ich decken kann mit einem Hilfsjob oder so. Also das ist natürlich auch ein umfassendes Thema, das Finanzielle, aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass das allen mehr oder weniger bewusst ist, dass man das auch natürlich auf den Prüfstand stellen muss und damit dann in dieses Abenteuer zu starten. Was sicher auch ein sehr entscheidender Punkt ist, ist mit einem Steuerberater zu sprechen, je nachdem, wie die persönliche Situation ist. Bei uns war es jetzt so, dadurch, dass wir beide selbstständig waren, mussten wir eben klären, wie funktioniert das. Wir waren jetzt freiberuflich selbstständig, da ist es jetzt weniger ein Problem. Wenn man beispielsweise eine GmbH hat, dann ist es steuerlich eine ziemliche Geschichte, weil es eben eine sogenannte Wegzugsbesteuerung in Deutschland gibt für GmbH-Anteilhalter. Das ist ein recht komplexes Thema. Also es gibt da so ein paar Fallstricke in Deutschland, die man auf jeden Fall vorab mit dem Steuerberater klären sollte, weil eben auch wichtig ist, wo man später steuerlich veranlagt ist. Ja, weil es gibt dann eben je nachdem, wie lange man noch in Deutschland lebt, also Beispiel bei uns, wir sind Ende September weg, das heißt, wir haben über die Hälfte des Jahres in Deutschland verbracht, das heißt, wir sind also für das letzte Jahr komplett steuerpflichtig in Deutschland. Dann wäre es jetzt so, wenn wir in diesem Jahr 2024 das ganze Jahr hier in Norwegen sind, dann sind wir hier steuerpflichtig in 2025. Aber es gibt eben dann jeweils auf die individuelle Situation gesehen viele Sachen, die man eventuell beachten muss. Das heißt, man spricht mit seinem deutschen Steuerberater und in unserem Fall war es auch so, dass unser deutscher Steuerberater uns auch jemanden empfehlen konnte, der Steuerberater hier in Norwegen ist und eben auch dieses Thema kennt, sodass wir da zwar rein investieren mussten am Anfang, also sprich für eine Beratung in Norwegen bezahlen mussten und für eine Beratung in Deutschland bezahlen mussten, was aber letztendlich sich nach hinten raus auszahlt, weil dann eben klar war, wie die nächsten Schritte zu tun sind. Also dieses Thema Steuerberatung ist auf jeden Fall ein Thema, das man sich angucken sollte, je nach individueller Situation. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Krankenkasse. Hier ist es eben auch sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt, das ist auch sehr heterogen bei uns in der Familie. Das heißt, wir hatten 2 Leute, die eben privat krankenversichert sind. Wir haben 2 Leute, die gesetzlich krankenversichert sind. Und dann muss man eben gucken, gilt die private Krankenversicherung in dem neuen Land eben auch? Nimmt man sich eine internationale Krankenversicherung? Oder auch wenn man aus der gesetzlichen Krankenversicherung kommt,
dann ist es möglicherweise sinnvoll, eine sogenannte Anwartschaft abzuschließen. Das bedeutet, man bezahlt einen Betrag X pro Monat für diese Anwartschaft und hat aber die Garantie, dass, wenn man zurückgeht nach Deutschland, wieder in die gesetzliche Krankenkasse hineinkommt. Also je älter man ist und je nachdem, wie das dann auch beruflich so aussieht, ist das tatsächlich zu überlegen. Wenn man nach 2 Jahren sieht, okay, ich bleibe jetzt auf alle Fälle in dem anderen Land, kann man die natürlich dann auch kündigen. Aber so als Übergangslösung fand ich das jetzt tatsächlich ganz praktisch. Und da gibt es natürlich auch viel zu recherchieren und zu gucken, wie jetzt welche Krankenversicherung für was gilt. Und ja, und da kommen wir eigentlich dann zu dem nächsten Punkt, der wichtig ist. Das ist dann das Thema Recherche, was dann kommt. Also dass man neben der Beratung, also wie jetzt Steuerbüro oder Krankenkasse, eben ganz viele Sachen recherchieren muss. Dass man ganz viele Sachen eben recherchieren muss, auch darüber, wie eben bestimmte Sachen in diesem neuen Land geregelt sind. Und wie gesagt, das ist natürlich auch wieder sehr individuell, wenn man direkt in dem neuen Land vielleicht auch einen Job schon hat oder einen Vertrag abgeschlossen hat, ein Jobangebot annimmt, ist es möglicherweise einfacher als so wie bei uns, dass man einfach in dieses Land geht, ohne einen Job oder auf eigene Kosten. Ja, also es gibt eben einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man irgendwohin auswandern kann, und deswegen ist es natürlich auch sehr individuell, und diese Individualität und die Lösungen, die für einen selber dann wichtig sind, die muss man dann im zweiten Schritt recherchieren. Und ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut, weil sonst wird es einfach zu viel. Das wäre jetzt also der erste Teil, wenn wir jetzt anfangen, über diese Auswanderung nachzudenken, die Punkte, die ich eben genannt habe. Und ich mache dann nochmal ein zweites Video zu den Themen, die ich jetzt hier noch auf meinem Zettel habe, die ich euch dann in dem zweiten Video erkläre. Ich hoffe, es hat euch schon mal so ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentierungen, und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich von euch erhalte, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.